Ein Mittelteil vollständig aus Carbon und trotzdem fast 1400 Gramm schwer. Ist das was Schlechtes? Das klären wir jetzt. Win&Win ist seit Jahren führend in der Herstellung von Vollcarbon-Mittelteilen im Recurve-Bereich. Sie haben dieses Jahr 2 neue Bögen auf den Markt gebracht. Einmal das WinX 2021, ein Alu-Mittelteil, aber eben auch ein weiteres Vollcarbon-Mittelteil. Und das habe ich hier in der Hand, das Meta DX. Und das schauen wir uns heute an. Diese Carbon-Mittelteile, das ist wirklich was sehr Spezielles. Außer Win&Win setzt keiner so sehr auf Carbon. Und es gibt da wirklich schon eine lange Reihe von Mittelteilen im Line-Up, also solche Namen wie InnoCXT, TFT und TFTG, Radical Pro, der letztes Jahr dazu gekommen ist, oder der CX7. Also das sind wirklich bekannte Namen, die auch international auf Top-Level geschossen werden. Und eben, ja, das Meta DX ist das neueste Modell hier in der Reihe. Wenn ich den so in der Hand habe, das erste, was mir sehr stark auffällt, ist das Gewicht. Also es ist wirklich ein schweres Mittelteil. Das InnoCXT hat jetzt schon ein paar Jahre auf Puckel, wiegt 1200 Gramm. Der CX7 ist 1290 Gramm, TFTG hat die 1300 überschritten, das Radical Pro auch. Und dieser Bogen, den habe ich gemessen, heute nochmal, hat 1365 Gramm Gesamtgewicht. Und das ist schon echt extrem viel. Das mag im ersten Moment widersprüchlich klingen, denn Carbon ist ja eigentlich ein Material aus dem Leichtbau. Und man hat auch gar nicht das Gefühl, dass es Carbon ist. Wir haben ja auch diese Beschichtung hier, die das so ein bisschen kaschiert eigentlich. Man könnte das Gefühl haben, man hat hier einen Aluminiummittelteil in der Hand. Das zweite, was optisch auffällt, sind selbstverständlich die Dämpfer. Win&Win hat sich hier zusammengetan mit Matthews und hat diese Dämpfer eingebaut, 3 Stück. Wir haben oben und unten einen Harmonic Stabilizer und in der Mitte einen Harmonic Damper. Der Unterschied bei Matthews ist, dass der Harmonic Damper nur ein Gummidämpfer ist und der Stabilizer, der hat ein eingebautes Gewicht. Das ist aus Aluminium in dem Fall. Es gibt die auch in der schweren Messing-Variante, also von Matthews. Den Bogen gibt es nur in dieser Version. Die sind aber tendenziell auch austauschbar. Und das dient ja alles nur dazu, Vibrationen nach dem Schuss abzubauen, um den Schuss eben angenehmer für den Schützen zu machen. So, und jetzt haben wir die also schon im Mittelteil eingebaut und die funktionieren auch. Also dieses Prinzip hat sich bei Matthews in den letzten Jahren etabliert bei ihren Compoundbögen. Und das ist eben schon interessant, dass man die Schwingung schon hier abbaut. Man wird ja zusätzlich noch einen Stabilisator benutzen. Man wird auch Dämpfer am Stabilisator benutzen in der Regel. Und jemand, der den Bogen vielleicht als Blankbogen schießen möchte, dem wird das vielleicht zugutekommen, weil der hat eben keinen Stabilisator. Die Idee ist nicht ganz neu. Es gab auch vor diesem Bogen schon andere Bögen, die solche Gummidämpfer eingebaut hatten. Mir fällt da zum Beispiel der Hoyt Nexus sofort ein. Das war allerdings nicht so konsequent umgesetzt. Ein weiterer schöner Aspekt an diesen Dämpfern ist, dass dieses ganze System von Matthews auch dazu geeignet ist, den Bogen zu individualisieren. Es gibt diese Gummidämpfer eben auch einzeln zu kaufen. Man kann den rausmachen, überdrückt man einfach hier gegen. Geht relativ einfach. Dann habe ich hier diesen Gummidämpfer einzeln, diesen Ring. Und da gibt es dann eben verschiedene Farben. Und das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn man hier so ein matt schwarzes Mittelteil hat und hat da eben jetzt farbige Dämpfer eingebaut. Die sehen übrigens so aus von Matthews. Ich habe hier mal die Mini-Dämpfer, die haben eine andere Größe, aber im Prinzip ist es das gleiche. Das kann ich mir gut vorstellen. Das sieht dann schon schick aus, würde ich sagen. Jetzt habe ich mich schon ein bisschen eingehender mit 2 Details von diesem Mittelteil beschäftigt. Jetzt möchte ich noch mal einen Schritt zurückgehen und die Basics Facts mehr oder weniger durchgehen. Es ist ein 25 Zoll ILF-Mittelteil und es gibt auch keine 23 Zoll Version. Es gibt das in Links- und Rechtshand. Das Mittelteil besteht aus Carbon-Graphen oder Graphen-Carbon. Wir hatten das TFT-Mittelteil vor ein paar Jahren, dann kam das TFTG und da hat Win&Win zum ersten Mal Graphen eingesetzt und das auch in ihren Unterlagen oder eben in ihrem Marketing verwendet, diesen Begriff. Hier ist eben die Frage, wo ist das Graphen überhaupt? Bei dem TFTG, da gab es hier so ein Fenster. Also im TFT gab es das Fenster und im TFTG hat Win&Win dann dieses Fenster mit Graphen ausgefüllt. Da war zumindest klar, hier ist es. Hier heißt es jetzt einfach nur, es ist Graphen-Carbon. Da muss jetzt jeder davon halten, was er möchte. Ich finde es auffällig, dass man dazu nicht mehr erfährt. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass es kein schöner Bogen ist oder dass er nicht sehr steif ist oder gut funktioniert. Wenn jetzt Win&Win hier sagen würde, das ist ein Carbon-Mittelteil, wäre es genauso gut. Also wir haben einen Stahlkern in diesem Bogen, das ist eine Neuerung, das habe ich so noch nie von Win&Win gehört. Der ist
wirklich in das Carbon eingegossen und geht von der Wurfarmaufnahme durch den ganzen Bogen durch. Also quasi ein Skelett aus Stahl oder aus einem Stahlblech. Und da ist eben dieses Carbon drumherum gefertigt. Ja, ich denke auch daher kommt ein bisschen von dem Gewicht. Die Dämpfer haben natürlich auch ihr Gewicht. Ja, ist halt erstaunlich, dass wir jetzt Stahl kombinieren mit Carbon. Also da merkt man eben auch, dass es eigentlich nicht mehr um Leichtbau geht. Sonst hätte man hier nicht Stahl verwendet. Das Mittelteil gibt es in 6 Farben. Schwarz, Weiß, Rot und Blau. Das sind soweit die üblichen Farben. Alles auch voll durchgefärbt. Und wir haben zusätzlich zu den 4 Standardfarben noch Khaki Metal und Sand Beige. Das Sand Beige, also ist halt ein sandfarbener, beigefarbener Ton. Das ist ein bisschen seltsam für so einen Bogen. Das hätte ich eher bei so einem traditionellen Recurve erwartet. Und Khaki Metal, die Farbe habe ich selber noch nicht gesehen in echt. Sie soll ein hellblau sein, aber Khaki ist für mich eigentlich kein Blauton. Die Oberfläche hat eine super tolle Haptik. Das ist eine der absoluten Pluspunkte von diesem Bogen und ich kann eigentlich gar nicht genug kriegen, den anzufassen. Es fühlt sich super, super schön an. Also man will diesen Bogen gar nicht aus der Hand geben. Es ist eben auch nicht so kalt, weil es nicht Aluminium ist. Jetzt habe ich die Basics so ein bisschen abgehakt, dann möchte ich noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Was bei diesem Bogen zum Beispiel neu dazugekommen ist die Platte hier im mittleren Bereich. Und diese Platte kann man jetzt herausschrauben und kann sie versetzen. Und hier hat also Win & Win das, ich behaupte jetzt mal, das Vertatune-System von Hoyt kopiert. Das hat Hoyt ja vor ein paar Jahren angefangen, dass sie eine Platte hatten, die in der Höhe, also wir hatten unterschiedliche Platten, die man einsetzen kann, um die Höhe der Buttonposition zu verstellen. Und das hat jetzt Win & Win auch gemacht. So sieht das also jetzt hier aus, wenn ich das demontiert habe. Da sieht man auch quasi mal, dass da wirklich unter der Lackierung Carbon ist. Und jetzt habe ich diese Platte. Die hat auf der Rückseite 2 Bohrungen. Und die sind etwas exzentrisch. Das heißt, ich kann die Platte jetzt so rum wieder montieren oder so rum. Und dadurch habe ich einen leichten Höhenversatz. Und dann gibt es noch eine andere Platte dazu. Wenn ich die jetzt nebeneinander halte, dann sollte man das eigentlich sehen können. Die ist also noch viel stärker exzentrisch gebohrt. Die ist auch mit A markiert. Und wenn ich die jetzt umdrehe, dann ist also die Buttonbohrung sehr weit oben und wenn ich sie so umdrehe, dann ist sie sehr weit unten. Und jetzt muss ich mal ein bisschen ranten an der Stelle. Verzeiht mir das bitte. Die Frage ist, wofür brauche ich das? Und das ist wirklich eine Preisfrage. Da komme ich jetzt mal ein bisschen näher an die Kamera ran. Denn ganz ehrlich würde ich mir wünschen, wenn mir jemand beantworten kann, wofür man diese Platte braucht. Win & Win gibt keinerlei Bedienungsanleitung dazu dabei. Man kriegt einfach diese Platten und der Kunde darf sich dann selber überlegen, wofür er das vielleicht verwenden möchte. Aber man muss sich halt schon fragen, warum möchte ich denn überhaupt die Höhe, die Position von meinem Button verstellen? Und ist das was Neues? Ich bin noch mal kurz in mich gegangen und habe überlegt und dann musste ich feststellen, dass mein Goldmedalist aus den 90ern auch eine Möglichkeit hatte, die Höhe des Buttons einzustellen. Das war also ein Feature, was wir vor 20 Jahren schon mal hatten und was wir dann nicht mehr in die Bögen eingebaut haben, weil es keiner gebraucht hat, weil es überflüssig ist. Jetzt kommt das wieder. Ja, dann hätte ich gerne auch eine sehr ausführliche Erklärung, was man damit machen kann, was für Tuning-Möglichkeiten, weil so einfach so ein Feature einzubauen, war heute genau das Gleiche und dann keine Anleitung dabei zu legen, kein Video zu machen, das finde ich echt ein bisschen schwach. Jay Kaminski hat den Bogen von Win & Win zugeschickt bekommen, hat 1 Stunde Review gemacht zu dem Bogen. Das hat vielleicht der eine oder andere sich auch angeschaut. Und Jay Kaminski als Teilnehmer bei den Olympischen Spielen und einer der besten Bogenschützen, die es auf der Welt gibt oder gab, der kann mir auch nicht genau sagen, was man damit machen soll. Er sagt halt nur so, ja, okay, ist gut kopiert, macht Win & Win jetzt auch. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man die höhere Platte nimmt, im Winter, wenn man große Federn schießt, Naturfedern zum Beispiel. Und wenn man dann im Sommer sehr dünne Pfeile schießt und sehr schmale Federn, also Spinrings zum Beispiel, dass man dann so weit wie möglich nach unten geht, um so nah wie möglich an den Mittelpunkt des Bogens ranzukommen. Da könnte man ein bisschen mit tunen, aber das sind auch so wenig Millimeter und da frage ich mich wirklich, wer damit was anfangen kann oder wer da irgendwelches Tuning betreiben kann, was über Einbildung hinausgeht. Bei Meta DX hat Win & Win jetzt auch wieder diesen
diesen Standard-Klicker-Vorbau, das ist ja keine Platte, sondern ein Zylinder, eingebaut, den man hier abschrauben kann, die Verlängerung. So, das ist in irgendeinem dunklen, schönen Ton eloxiert, aber es ist ja im Endeffekt genau die gleiche Technik wie bei einem 150 oder 100 Euro Mittelteil von Winners. Da muss ich sagen, das finde ich auch nicht so toll. Da hätte man auch irgendwie ein bisschen was zumindest optisch Schöneres machen können. Wenn man fast 1000 Euro für einen Bogen ausgibt, so teuer ist der ja, dann wäre es halt schön, wenn man hier an der Stelle auch ein bisschen was Schickeres einfach hat. Wurfarmaufnahme habe ich schon angesprochen, da gibt es jetzt nichts Besonderes zu sagen. Da ist Win&Win stark drin. Wir haben diese Verstellmöglichkeit hier, diesen Einsatz, und wir haben eben hier diese Wölbung, wo der Wurfarm drauf liegt. Das ist alles sehr sauber gearbeitet. Die Tillerschraube sieht ein bisschen anders aus, da hat sich das Design ein bisschen geändert. Und es ist alles in so einem schönen metallischen, es ist nicht schwarz, es ist so ein schwarz-grau eloxiert. Also das sieht sehr, sehr schick aus. Macht viel her. Alle Buchsen sind in der gleichen Farbe auch eloxiert, hier auch außen das Gewinde. Die Griffschale ist die Nummer 7 Kunststoff-Griffschale von Win&Win. Das ist die neue, die auch auf dem ATFX und auf dem Radical Pro drauf ist. Die finde ich schön. Die hat eine etwas breitere Auflagefläche bekommen im Vergleich zu den Vorgängern. Gefällt mir, ist mir eigentlich immer noch nicht breit genug. Ich finde die Griffschalen von Win&Win immer ein bisschen schmal, aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Und dann nochmal grundsätzlich zum Lieferumfang. Also was kriege ich dazu? Es gibt die bekannte Tasche im Carbon-Design. Die Wurfarmtaschen liegen hier neben, sehen ja auch so aus. Dann gibt es ein Handtuch dazu. Damit kann man seinen ganzen Bogen einwickeln oder sauber machen. Dann haben wir natürlich eben die 2 zusätzlichen Platten. Und dann haben wir halt so eine kleine Tasche und Werkzeug. Das ist an sich jetzt nichts Spektakuläres. Ich wollte aber mal der Vollständigkeit halber alles erwähnt haben. Und das ist eigentlich auch schon alles. Ein weiteres Detail, was ich noch nicht erwähnt habe, sind die 4 Gewinde für die Visieraufnahme. Denn es gibt ja Visiere, die auch Montageplatten haben mit 4 Gewinden. Das ist zum Beispiel hier eine vom Arc-System SX200. Und die kann ich jetzt auch mit 4 Schrauben drauf montieren. Die meisten Bögen haben ja immer noch nur 2 Schrauben und dann kann ich mir das überlegen, ob ich das so oder so versetze. Ich könnte das jetzt auch so versetzen oder eben so nach vorne montieren, aber ich finde es halt auch schön, das an 4 Stück zu montieren. Dann hat man das auch richtig sicher fest. Man kann natürlich sehen, das hat auch gerade nur drauf gepasst hier. Also das hat knapp gepasst, dass alle 4 Gewindebuchsen auf den Bogen passen, und das liegt auch nur daran, weil der eben so massiv gebaut ist. Für den Klicker gibt es standardmäßig immer nur ein Gewinde bei Win&Win. UNC 6 Gewinde, der Vollständigkeit halber. Jetzt möchte ich den Bogen aber gerne auch mal schießen, da freue ich mich eigentlich schon eine Weile drauf. Da müssen jetzt aber jede Menge Sachen noch montiert werden, bevor ich das machen kann. Das mache ich jetzt off-camera und deswegen sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Wurfarme dran, Sehne drauf, Stabi, Visier, Button, Klicker, Pfeilauflage, alles was man braucht, damit ich loslegen kann. Und dann würde ich sagen, mit dem Bogen gehe ich jetzt mal rüber auf unsere Schießbahn und dann bin ich echt mal gespannt, wie der sich schießt. Das letzte Mal, dass ich ein Vollcarbon-Mittelteil geschossen habe, ist Jahre her. Es muss eins von Win&Win gewesen sein, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es ist. Seitdem bin ich bei Aluminium unterwegs gewesen und deswegen habe ich aber echt Lust, jetzt diesen Bogen zu schießen und mal zu schauen, wie sich das anfühlt. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, Spitzenklasse. Schießt sich super. Also wirklich, es ist nicht mein Bogen. Ich habe aber alle meine Sachen dran geschraubt, die ich sonst so habe. Also mein Stabi mit meinen Gewichten, den ich gewohnt bin. Und einfach super. Also würde ich so auch schießen, würde ich so sofort nehmen, das Mittelteil. Richtig, richtig schön. Dämpfung, also ich müsste jetzt wissenschaftlichere Untersuchungen machen, also alle Dämpfer abschrauben, um zu schauen, wie viel das Matthews-System hier wirklich für einen Einfluss hat. Aber so klingt der Bogen super. Der Klicker, der ist ein bisschen lose, den müsste ich mal einstellen. Der ist der gerade die Geräusche von sich gibt.
Schön, wirklich schön. Und ja, optisch kann ich auch noch was dazu sagen. Ich habe hier relativ viele bunte Sachen dran geschraubt. Ich habe hier Sticker auf meinem Stabi. Ich habe das Arc-System Visier mit blauen und lilanen Schrauben, mein orangener Weiter-Button. Also ich mag es farbenfroh, sieht man. Aber ich finde, mit diesen ganzen Farben passt das super. Also dieses ganz neutrale, nüchterne, schwarz-graue Mittelteil und dann diese bunten Anbauteile, das macht richtig viel her. Ich finde das super. Und dann habe ich ja noch die VIA NS Wurfarme dran mit dem matten Finish, oder vielleicht kann man es so rum besser sehen. Und das passt natürlich auch super zum Mittelteil. Also hier optisch ist das eine Augenweide schlechthin für mich zumindest. Und es ist ja nicht mein Bogen, den kriegt ein Kunde von uns. Das heißt, ich muss meine Sachen wieder abbauen, aber am liebsten würde ich ihn, glaube ich, gar nicht hergeben. Also ich habe auf jeden Fall noch ein paar Pfeile im Köcher, die werde ich jetzt noch verschießen, bevor ich wieder zurück ins Studio muss. Jetzt habe ich sehr, sehr viele Worte verloren zu diesem Mittelteil und jetzt möchte ich natürlich endlich mal zum Fazit kommen. Also, was halte ich jetzt unterm Strich von dem neuen Meta DX von Win & Win? Es ist relativ schwer, es bietet alles, was man als ambitionierter Wettkampfschütze mit viel Zuggewicht von einem Bogen oder von einem Mittelteil erwarten kann. Die Optik macht einiges her. Es ist eine sehr technische Optik. In Kombination mit der Oberfläche, mit dieser matten Oberfläche und mit der Haptik ein wirklich schöner Bogen geworden. Es ist der teuerste Bogen im Line-Up von Win & Win und der teuerste Bogen, den Win & Win bisher auf den Markt gebracht hat. Die 1000-Euro-Marke ist nicht mehr weit entfernt. Wer sagt, ich war letztes Jahr nicht im Urlaub wegen Corona oder was auch immer und ich möchte mir für dieses Jahr ein neues Mittelteil gönnen, der wird hier vielleicht fündig und ich hoffe einfach mit diesem Review bei der Kaufentscheidung ein bisschen geholfen zu haben. Der Bogen ist wie immer natürlich unten drunter verlinkt, genauso wie die Dämpfer von Mathews, die man hier austauschen kann. Und dann war es das erstmal zum Meta DX von Win & Win und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.